Slide-Eater-Koffer stand vor meiner Tür. Schaut ihn euch an, der Mund und die Zähne bewegen sich. Lass uns den Slide-Eater-Koffer unbedingt öffnen. Bist du verrückt? Es kann böse enden. Ihr lasst jetzt ein Like da auf dieses Video, wenn wir diesen Koffer jetzt öffnen sollen. Aber was ist, wenn wir nicht öffnen und dann passiert Rumi etwas? Wir werden für euch jetzt diesen Slide-Eater-Koffer öffnen. Seid ihr bereit? Dann lasst ihr jetzt alle ein Like da. Schaut euch an, was da drin ist. Das ist Rumi. In diesem Slide-Eater-Koffer ist eine Rumi-Puppe. Und schaut mal, wie die Puppe aussieht. Sie ist komplett schwarz, verbrannt und kaputt. Was ist denn mit Rumi passiert? Das bedeutet, Rumi ist in Gefahr. Slide-Eater will jetzt auf einmal Rumi aufessen. Dann müssen wir jetzt unbedingt die Drohne starten und 40 Minuten lang Slide-Eater jagen. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Spielplatz. Hoffentlich können wir Rumi vor Slide-Eater retten. Wir müssen sie unbedingt retten, alleine auch für Gino. Die sind doch ein Liebespaar. Ihr habt doch die Fernsehnachrichten gesehen. In unserem Fernseher gab es Nachrichten, wo sie kämpft gegen Slide-Eater. Und wir sind jetzt hier bei dem Spielplatz direkt bei der Rutsche. Guck mal, hier ist die Rutsche. Da ist doch schon Slide-Eater. Nein, wirklich. Der erste Spielplatz direkt Slide-Eater. Ihr seht es, das ist eine Röhrenrutsche. Und aus der Röhrenrutsche kommen Zähne raus, ein böser Mund. Das sieht ja richtig ekelhaft aus. Ich muss weiterfliegen. Ich kann da gar nicht hinschauen, Leute. Guckt es euch an, wie brutal er aussieht. Pass lieber auf die Drohne auf, bevor die noch gegessen wird von Slide-Eater. Ich bin ganz weit oben, damit uns die Rutsche, also der Rutschenfresser, nicht aufessen kann. Wir müssen aber jetzt aufpassen, nicht dass Rumi wirklich bei dem Spielplatz ist, weil wenn Rumi bei dem Spielplatz ist, wird sie gleich gefressen von Slide-Eater. Was ist, wenn Rumi schon längst gefressen wurde von dem Rutschenfresser? Natürlich nicht, ihr habt dafür alle ein Like dagelassen, dass wir Rumi retten in diesem Video. Und ihr könnt es auch sehen, diese Slide-Eater-Rutsche hat sich verbarrikadiert. Man kann da kaum reinschauen in die Rutsche. Denkst du, da drin ist vielleicht jetzt schon Rumi? Das ist nur ein kleiner Spalt, aber ich sehe keine Rumi. Da ist niemand drin. Gott sei Dank ist da noch niemand drin in dieser Rutsche. Leute, Mann, ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da und ihr müsst es bis zum Ende schauen. Ihr habt ja gesehen, wir haben noch 4 weitere Spielplätze, die wir heute mit euch abfliegen. Und wenn Rumi gefressen wird, dann ist Gino ganz arg traurig. Nicht nur Gino, sondern ich auch und ihr da draußen bestimmt auch. Dann gibt es keine Konzerte mehr von den K-Pop Demon Hunters. Okay, fliegen weiter. Schau mal, wer hier ist. Mira ist auf dem Spielplatz. Warum ist Mira auf dem Spielplatz? Was macht Mira auf dem Spielplatz? Ich weiß es. Sie hilft uns, nach Rumi zu suchen. Du meinst, Mira sucht auch nach Rumi? Ja, ganz genau. Deshalb ist sie dort auf dem Spielplatz, weil sie den gleichen Gedanken hatten wie wir. Sie möchte Rumi vor dem bösen Slide-Eater, also Rutschenfresser, retten. Das heißt, wir sind jetzt schon eine Person mehr. Wir beide und auch noch Mira ist am Start. Und ihr da draußen, mit euch sind wir ungefähr 1 Million Leute. Aber was passiert, wenn jetzt Mira gefressen wird vom Slide-Eater? Das wäre richtig schlimm. Wir müssen aufpassen. Wir haben euch, wir fliegen weiter. Wo ist Mira hin? Ich habe nicht aufgepasst. Nein, wo ist die? Wir sind immer noch auf dem gleichen Spielplatz, wo Slide-Eater ist und Mira. Okay, aber die 2 haben sich noch nicht... Pass auf! Pass auf! Die Drohne! Ich bin abgestürzt. Leute, meine Drohne ist abgestürzt. Könnt ihr das sehen? Die Drohne ist nicht nur abgestürzt, nein! Mira kämpft gerade gegen Slide-Eater. Dreht euer Handy um, damit ihr sehen könnt. Ich habe die Fernbedienung und Die Drohne ist aufgekommen und wir kämpfen gegeneinander. an, ich kann es gar nicht glauben. Was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Drohne mehr haben? Lass uns eine neue Drohne holen. Hier ist unsere neue Drohne, aber schau mal, was da oben ist. Auf diesem Spielplatz haben wir Mira gesehen, aber Rumi war nirgendwo zu finden. Aus diesem Grund haben wir diesen Spielplatz durchgestrichen. Rumi kann sich aber noch an 4 weiteren Spielplätzen befinden. Einmal hier unten am Fluss. Oder bei diesen 3 Spielplätzen im Wald. Dann fliegen wir jetzt mit unserer neuen Drohne direkt zu diesem Spielplatz am Fluss. Wir dürfen auf keinen Fall Zeit verlieren. Wir müssen unbedingt Rumi retten. Wir sind jetzt hier beim 2. Spielplatz. Wir wissen aber immer noch nicht, wo sich Rumi versteckt. Am 1. Spielplatz haben wir Slide-Eater und Mira getroffen. Wie sie beide kämpfen, wie krass ist das? Aber unsere neue Drohne ist jetzt hier bei dem 2. Spielplatz. Neuer Spielplatz, neues Glück, um Rumi zu retten. Okay, wir müssen nach Rumi Ausschau halten. Ihr wisst ja alle, wie Rumi aussieht. Wenn wir sie hier nicht finden, wir haben noch 3 weitere Spielplätze. Schaltet nicht ab und schaut das Video bis zum Ende. Aber was ich gerade schon sehe, ist auf jeden Fall eine kleine Rutsche. Die Rutsche ist da, aber sie ist nicht verschlossen. Das ist eine offene Rutsche. Was bedeutet das? Da ist Rumi, sie schaukelt. Nein, wir haben Rumi wirklich getroffen. Ihr geht es wirklich gut. Es ist Rumi, was macht sie dort? Sie schaukelt auf dem Spielplatz, als hätte sie keine Angst. Natürlich nicht. Vielleicht gibt es auf diesem Spielplatz auch überhaupt keinen Slide-Eater. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hin? Also bei der Rutsche. Ist sie gleich bei der Rutsche dort? Da ist was. Wo? In dem Meer? Aus dem Boden kommt was. Was ist das? Welcher Kinder? Weißt du
du, wie das aussieht? Es sieht doch so aus wie der Mund von Slide Eater. Und da drüben auf dem Spielplatz gibt es eine zweite Rutsche. Vielleicht ist deswegen Rumi abgehauen. Ganz hinten ist noch eine ganz viel größere Rutsche auf dem Spielplatz. Und ihr habt's gesehen, dieser Mund ist zum anderen Rutsche gelaufen. Weil auf dieser Rutsche ist gar niemand mehr. Ihr seht es, hier ist auch kein Mund in der Rutsche. Aber genau da hinten hat Rumi geschaukelt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen unbedingt nachschauen bei der großen Rutsche, ob dort Slide Eater ist. Weil wenn dort kein Slide ist, dann hat Rumi auch keine Angst mehr. Da ist diese ganz große Rutsche, ihr könnt sie sehen. Was passiert denn jetzt hier? Ist das Slide Eater? Das ist nicht Slide Eater. Nee, das ist nicht keine Slide Eater. Ihr seht es, es ist keine Slide Eater Rutsche, weil sie nicht zu ist. Natürlich, deshalb ist Rutschen da. Das ist Rumi und sie kämpft mit Slide Eater. Oh nein, wer gewinnt? Bitte, Rumi, du musst gewinnen. Slide Eater ist so böse. Hast du gesehen, wie aus der Rutsche der Mund gekommen ist? Oh, wer hat denn jetzt gewonnen? Ich weiß es nicht, Rumi ist abgehauen. Ist die abgehauen? Oder wurde sie gegessen? Ja eben, wurde sie vielleicht aufgegessen oder ist sie abgehauen? Hat sie es geschafft? Spult zurück, Freunde. Schaut mal, ob Rumi gegessen wurde. Ich habe nicht aufgepasst. Du weißt, was das bedeutet, wenn sie gefressen wird. Dann ruft uns Gino an und wir können nur schlechte Nachrichten sagen. Ich hoffe nicht, weil die zwei lieben sich. Das ist das Liebespaar des Jahres. Und wir können nicht mehr auf Konzerte von ihnen gehen. Was hältst du davon, wenn wir mit unserer Drohne die Rutsche runterrutschen? Aber pass auf die Drohne auf, wir haben keine dritte mehr. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like da für meinen mutigen Flug, Leute. Wir rutschen einfach mit der Drohne die Rutsche runter. Rumi, da ist Rumi. Was macht sie? Sie ist nicht gegessen worden. Sie chillt einfach da unten. Sie lacht die Slide Eater Rutsche aus. Vielleicht ist Slide Eater abgehauen. Ich weiß es nicht. Wir müssten Rumi hinterherfliegen. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sie ist abgehauen. Ist sie wieder rutschen gegangen? Ich weiß es nicht. Nee, die Rutsche ist leer. Die Rutsche ist komplett leer. Ihr könnt es sehen. Hier ist keine Rumi mehr. Und aber auch kein Slide Eater mehr. Sollen wir mal versuchen, die Rutsche mit unserer Drohne nach oben zu fliegen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Vielleicht hat sich ja Slide Eater selbst versteckt ganz oben. Ich versuch's, okay? In 3, 2, Pass auf! Pass auf! Was jetzt passiert? Du bist, glaube ich, gegen die Wand vom Slide Eater geflogen. Warte, Leute, ich versuche mal, ob ich noch die Drohne starten kann, ob ich fliegen kann. Ja, Ja, es sie klappt. geht wieder hoch. Gott sei Dank. Wie gesagt, wir haben keine dritte Drohne mehr. Es war richtig knapp, Freunde. Fast hätte ich unsere letzte Drohne kaputt gemacht. Aber wo ist Rumi jetzt hin? Die ist weg. Vielleicht ist sie wieder rüber zu einer Schaukel gegangen. Soll ich da hinfliegen? Ja, da ist doch noch ein kleiner Spielplatz im großen Spielplatz. Wir fliegen wieder zu dem kleinen Spielplatz vom Anfang des Clips. Wenn ihr Rumi seht, schreibt sie in die Kommentare. Der Spielplatz ist doch nicht so groß. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi. Da sind Reifen, da ist ein Tor Und da hier ist ist eine es- Tischtennisplatte. Und hier ist der kleine Spielplatz, der kleine Turm. Ihr seht ihn. Aber wo ist Rumi hin? Vielleicht versteckt sie sich im Wald. Hat die so Angst vor Slide Eater? Wir fliegen nochmal zurück zu der ersten Rutsche, wo sie geschaukelt hat. Da ist eine kleine Rutsche, das heißt, da dürfte auf keinen Fall Slide Eater sein, aber genau da war Rumi. Und hier sind die ganzen Munde aus dem Boden gekommen. Hey, hör auf, das zu sagen. Passiert es gleich nochmal, oder was? Der Boden geht auf! Nein, bitte nicht doch! Die Munde kommen wieder raus! Das ist kein gutes Zeichen. Du weißt, was danach passiert ist? Da kam Slide Eater und hat gegen Rumi gekämpft. Der Mund, ihr habt ja gesehen, es waren mehrere Munde, die suchen sich Rutschen aus und dann setzen sie sich fest wie ein Parasit. Denkst du, Rumi ist jetzt wirklich schon abgehauen, weil sie so Angst hat? Jetzt kommt einfach wieder ein Mund aus dem Boden. Ich weiß nur eins, dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Nicht für Kinder! Warte mal! Rumi rennt weg. Sie rennt weg, aber wohin rennt sie? Lass uns doch auf der Karte nachschauen. Zu einem anderen Spielplatz. Vielleicht, Leute, wir gehen jetzt zurück zur Karte. Auf diesem Spielplatz haben wir Rumi gesehen, wie sie gegen Slide Eater gekämpft hat, aber sie ist abgehauen. Das bedeutet, Rumi muss zu einem dieser Spielplätze am Wald gelaufen sein. Nur das Problem ist, wir wissen nicht, bei welchem Spielplatz sich Rumi versteckt. Ich kann es nicht glauben. Gino ruft an. Was will er von uns? Heb sofort ab. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über Rumi? Ja, haben wir. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die gute Nachricht zuerst, bitte. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir Rumi gefunden haben, aber das war auch schon die gute Nachricht. Ihr habt wirklich Rumi gefunden. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass Rumi mit Slide Eater gekämpft hat und fast von Slide Eater aufgegessen wurde. Ich schwöre, wenn ich diesen Slide Eater in die Finger kriege, rutsche hin oder her, ich brenne das Teil ab. Wir müssen da sofort was machen. Wir können nicht so tun, als wäre das nur ein Zufall. Das Ding ist ein Monster. Versteht ihr? Ein verdammtes Monster, das Kinder frisst. Wir wissen auch nicht, warum Slide Eater auf einmal Rumi essen will. Slide Eater ist ja der Rutschenfresser und der ist sehr böse. Ihr müsst Rumi retten. Ihr habt's doch mit eigenen Augen gesehen. Helft mir, bitte sie zu retten. Lasst sie nicht aus den Augen. Ihr müsst auf mein Baby aufpassen, verstanden? Er hat aufgelegt. Leute, ihr habt gehört, was Gino gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen Rumi retten. Das ist das oberste Ziel, Rumi zu retten vor dem bösen Slide
Slide Eater für Gino. Dann lass uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Wir fliegen jetzt zu dem ersten Spielplatz im Wald. Das bedeutet, das ist jetzt der 3. Spielplatz, den wir mit unserer zweiten Drohne abfliegen. Und in diesem Wald befinden sich noch 2 weitere Spielplätze mit womöglich Slide Eater Rutschen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber seht mal diese Rutschen an, die sind wieder so groß, da wohnt doch bestimmt ein Slide Eater drin. Wir haben es ja gesehen, Rumi wurde verfolgt von dem Mund, der aus dem Boden gekommen ist und vielleicht hat sich ein Mund hier festgebissen. Rumi hat gesagt, nein, das ist Zoe. Was macht denn Zoe da? Sie läuft zur Rutsche. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Wir wollten doch Rumi retten. Wieso ist denn Zoe jetzt auf dem Spielplatz? Vielleicht will Zoe auch unbedingt Rumi vor dem bösen Rutschenfresser Slide Eater retten. Natürlich, bei dem ersten Spielplatz war ja auch Mira da und wollte helfen. Und guckt euch mal diese Rutsche an. Es ist eine Röhrenrutsche, eine geschlossene Röhrenrutsche. Die Rutsche an sich sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Wir müssen näher ranfliegen. Das ist eine typische Slide Eater Rutsche. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ihr wisst ja, Zoe ist dort. Ich guck mal mit unserer Drohne. Ah, da ist Slide Eater! Nein, bei dieser großen Rutsche ist Slide Eater. Ich hab's befürchtet. Schaut euch mal die bösen Zähne an, diese blutigen Mund. Und da in der Nähe läuft einfach Zoe rum, um Rumi zu retten. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass sich Slide Eater auf diesem Spielplatz befindet. Natürlich nicht. Sie dachte, Rumi wäre dort. Aber Rumi haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Wir schalten auf jeden Fall nicht ab. Wir fliegen weiter mit euch zusammen und ihr schaut das Video hier bis zum Schluss. Weil keiner von den K-Pop Demon Hunters darf von Slide Eater gegessen werden. Auf gar keinen Fall. Ich bin der größte Fan von K-Pop Demon Hunters und du auch. Hier steht sogar Handtricks. Ja, die Mütze habe ich extra bei einem Konzert gekauft. Okay, Freunde, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen Rumi finden, bevor sie von Slide Eater gegessen wird. Rumi ist bis jetzt noch nicht auf dem Spielplatz. Wir haben nur Zoe angetroffen, die uns hilft, Rumi zu retten. Aber bis jetzt habe ich Zoe nicht mehr gesehen. Vielleicht ist Zoe zu dem nächsten Spielplatz gelaufen. Da gibt's aber auch wieder so eine kleine Rutsche. Wie beim ersten Spielplatz. Kleine Rutsche, große Rutsche, gleich Slide Eater Rutsche. Das sind immer die gleichen Systeme. Eine große Rutsche und eine kleine Rutsche. Aber wo ist Zoe? Ich kann Zoe auf dem ganzen Spielplatz nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Ich bin extra ganz weit hochgeflogen, damit wir besseren Ausblick haben, aber ich sehe Zoe nicht. Wo ist Zoe denn jetzt auf einmal hingerannt? Okay, wisst ihr was? Wir versuchen es noch einmal. Wir suchen jetzt noch ein letztes Mal diesen Spielplatz ab. Ansonsten gehen wir zu unserer Karte und fliegen zu dem nächsten. Weil das Problem ist, wenn Zoe einfach mal rutschen geht, wird sie einfach aufgegessen. Okay, Schritt für Schritt, Meter für Meter suchen wir jetzt diesen Spielplatz nach Zoe ab. Falls ihr Zoe auf diesem Spielplatz seht, schreibt in die Kommentare, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst ein Like da. Das sowieso, weil das ist ja die Mission. Wir müssen Rumi retten vor Slide Eater. Ich schaue jetzt mal hier in diesem kleinen Häuschen, ob wir hier in diesem kleinen Häuschen irgendjemand entdecken. Rumi, du musst dich doch irgendwo versteckt haben. Fällt dir was auf? Nein, die ist eine kleine Rutsche, die offen ist. Genau, und bei offenen Rutschen gibt es so gut wie nie ein Slide Eater. Da hast du recht, aber vielleicht ist dann Zoe dort, weil sie weiß, dass da kein Slide Eater ist. Wobei, bei Rumi ist aus einer offenen Rutsche auch ein Slide Eater geworden. Nur war die offene Rutsche viel, viel größer und länger als so eine kleine Rutsche. Stell dir mal vor, aus dieser Babyrutsche kommt ein Baby-Rutschenfresser, also ein Baby-Slide Eater raus. Oder aus dem Boden kommt wieder ein Mund von Slide Eater hoch. Ich will es gar nicht sehen, Leute. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Zoe oder Rumi finden. Vielleicht ist sie oben in den Turm drin. Okay, ich schaue. Ist da Zoe? Ich sehe niemanden. Seht ihr jemanden? Ich finde, dass der Turm komplett leer ist. Der ist echt leer. Ihr seht es, hinter dem Holzverschlag ist einfach niemand. Flieg aber nicht zu nah ran. Flieg nicht zu nah an diese Slide Eater Rutsche ran. Ich will aber noch einmal reingucken. Vielleicht wurde ja Zoe schon gegessen von Slide Eater. Das ist aber sehr risikoreich. Ah, nein! Was passiert hier? Ah, nein, Zoe! Ich kann gar nicht hingucken. Sie wird gegessen. Zoe wird gerade aufgegessen von Slide Eater. Wir sind zu spät. Und ich hätte die Drohne fast kaputt gemacht, Leute. Seht ihr das? Zoe ist weg. Zoe ist jetzt in dieser Rutsche drin. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Sie wurde einfach aufgegessen von Slide Eater. Ihr habt doch alle gesehen. Zoe ist nicht mehr da. Und wir können sie auch nicht retten, weil wenn wir mit unserer Drohne in die Rutsche fliegen, werden wir auch gegessen. Dann ist die Drohne für immer weg und wir haben keine Bilder mehr. Schau dir mal da hinten in der Ecke an. Was ist das denn? Seht ihr das? Was ist das für ein Park? Ich glaube, da werden die Slide Eater Rutschen hergestellt. Weißt du, dort werden sie gebaut? Da könnten sie wirklich gebaut werden. Wir fliegen mal näher. Aber wir haben Zoe verloren. Wir können jetzt auch nichts mehr ändern, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Rumi retten, bevor wir Rumi auch verlieren. Du hast Gino am Telefon gehört. Wir müssen unbedingt Rumi retten. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal weiter, Leute. Da werden die echt produziert und gebaut, die Slide Eater. Ihr seht es. Die Einzelteile werden aneinander geschraubt und zusammengesteckt. Deshalb kommt der Mund auch vom Boden hoch. Der wird sich einfach in eine Rutsche reinsetzen und zack, Slide Eater ist da. Wie ein Parasit sucht sich der Mund aus dem Boden einen neuen Wirt und saugt sich fest. Lass uns zur Karte gehen. Wir müssen weiter suchen. Wo ist Rumi? Ich kann es nicht glauben. Auf diesem Spielplatz
wurde einfach Zoe von Slide Eater aufgegessen. Und Rumi war auch nicht auf diesem Spielplatz, deswegen haben wir ihn mit einem X markiert. Also kann sich Rumi nur noch auf einen dieser 2 Spielplätze verstecken. Die Chance liegt bei 50%, dass wir zu dem richtigen Spielplatz fliegen. Wir fliegen jetzt einfach zu diesem Spielplatz hier oben und hoffen, dass Rumi nicht von Slide Eater aufgefressen wird. Lasst jetzt nochmal alle ein Like auf dieses Video da, damit wir Rumi vor dem bösen Rutschenfresser retten können. Und wir starten jetzt sofort die Drohne. Wir werden jetzt mit unserer Drohne in eine Slide Eater Rutsche reinfliegen. Ihr habt richtig gehört, wir nehmen unsere Drohne und fliegen in den Eingang von einem Slide Eater. Wir müssen unbedingt nachschauen, ob das Zoe wirklich drin ist und oder vielleicht auch schon Rumi gegessen wurde. Oder Mira kann da auch sein. Ihr seht hier vorne den Eingang der Slide Eater Rutsche und wir werden jetzt zusammen mit euch da reinfliegen. Das ist absolut gefährlich, auf keinen Fall nachmachen. Es ist nichts für Kinder, Freunde. Ich fliege jetzt mit höchster Präzision. Schau mal, was aus dieser Rutsche rauskommt. Da kommt Schleim raus. Und wie viel? Schau mal, das hört gar nicht mehr auf. Ich fliege jetzt trotzdem rein, Freunde. Ihr könnt es sehen, mit höchster Präzision steuere ich die Drohne für euch in diese Slide Eater Rutsche. Entweder wird die Drohne aufgegessen oder er fliegt einfach gegen die Wand, dann ist sie kaputt. Gefährlicher geht's nicht. Die Drohne kann aber nicht weiterfliegen. Ich schaffe es nicht. Ihr könnt es sehen, ich stecke fest. Wie wär's, wenn du einfach wieder rausfliegst und wir fliegen von dem Turm aus in die Slide Eater Rutsche von oben? Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden die Slide Eater Rutsche von oben erobern. Weil damit kannst du bestimmt besser fliegen und so können wir genau schauen, wer alles in dieser Slide Eater Rutsche drin ist. Ihr seht es aber, ich kann da nicht reinfliegen. Die ist abgeschottet. Der Turm ist komplett zu. Wir schauen mal, ob der Turm wirklich zu ist und wir fliegen jetzt ganz, ganz vorsichtig an den Turm ran. Da ist doch eine Treppe. Das ist eine Öffnung. Da müssen wir reinfliegen. Das ist unsere Chance, dass wir in den Slide Eater hinein können. Aber du musst wirklich sehr, sehr vorsichtig fliegen. Du siehst, wie eng es da ist. Unsere Drohne ist ja nicht klein. Das ist wie eine Slide Eater Operation, Leute. Wenn wir mal Slide Eater operieren lassen sollen, dann schreibt jetzt mal operieren in die Kommentare. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Pass auf, Mann. Du darfst nicht gegen die Wand fliegen. Okay, ich fliege ganz vorsichtig hoch und ihr könnt es sehen, auf jeder Etage gibt es eine Blockade. Und da oben ist dann die Öffnung der Slide Eater Rutsche, genau am höchsten Punkt des Turmes. Ihr seht es, da ist immer so eine rote Blockade, die versucht uns zu blockieren. Das ist Warnung, dass wir nicht weiter fliegen dürfen. Warum? Weil das die Öffnung von Slide Eater ist. Ihr könnt es sehen, da ist die Öffnung von Slide Eater und da fliegen wir zusammen mit euch rein. Rumi wird gerade gegessen. Ihr habt gesehen, Rumi wurde runtergezogen in die Rutsche hinein. Die arme Rumi ist in der Slide Eater Rutsche drin. Wir haben Rumi verloren, was sollen wir denn jetzt machen? Wir fliegen jetzt sofort mit der Drohne hinterher. Wir müssen Rumi retten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir werden jetzt zusammen mit euch unsere Drohne aufs Spiel setzen, damit wir Rumi für euch retten können. Und wenn wir sicher sind, rufen wir Gino an und gehen zu diesem Spielplatz und retten Rumi. Vollgas, Leute, Mann, wir sind drin. Wir fliegen wirklich in die Slide Eater Rutsche. Was passiert jetzt? Was ist da? Seht ihr das? Es hört nicht auf. Gino wird gerade von Slide Eater aufgegessen und Rumi versucht ihn zu retten. Rumi versucht, Gino vor dem bösen Slide Eater zu retten. Aber sie schafft es nicht. Gino ist jetzt im Bauch von der bösen Slide Eater Rutsche. Und Rumi kämpft gegen Slide Eater. Und jetzt rennt Rumi auf einmal noch weg. Aber wohin? Ich weiß nur eins, dieses Video ist nichts für Kinder. In unserer Stadt gibt es 5 Spielplätze und auf einem muss sich Gino befinden. Wir werden jetzt jeden einzelnen Spielplatz mit unserer Drohne abfliegen und Gino retten. Gino könnte sich zum Beispiel hier unten auf diesem Spielplatz in der Rutsche befinden. Oder Gino wird hier oben in dieser blauen Slide Eater Rutsche gefangen gehalten. Oder Gino befindet sich hier oben bei der roten großen Rutsche im Wald. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Lass unbedingt jetzt ein Like auf dieses Video da. Nur mit deinem Like können wir jetzt Gino retten. Auch wenn dieses Video nichts für Kinder ist, müssen wir heute Gino retten. Aber zu welchem Spielplatz sollen wir als erstes fliegen? Lass uns direkt zu dieser grünen Slide Eater Rutsche fliegen. Die ist nur 2 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Wir dürfen keine Zeit verlieren und starten die Drohne jetzt sofort. Ihr habt es gerade auf unserem Fernseher gesehen. Gino wurde auf einem Spielplatz von Slide Eater aufgegessen. Gino wurde einfach so von Slide Eater aufgegessen. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Spielplatz und hoffentlich finden wir hier eine Slide Eater Rutsche. Und hoffentlich finden wir Gino dort in der Slide Eater Rutsche drin. Da ist Gino und er wird ausgespuckt. Was, er kommt einfach raus aus der Rutsche. Ihr seht es, Gino läuft weg. Oh mein Gott, wohin? Ich weiß es nicht, das bedeutet, Gino konnte sich befreien. Was passiert mit der Rutsche? Ihr habt gerade die scharfen
Zähne gesehen, Leute. Da kommt was raus aus der Slide-Eater-Rutsche. Das ist ja gelber Schleim. Wir fliegen weiter, wir fliegen mit euch ein Stückchen höher. Vielleicht haben wir von oben einen besseren Blick auf diese Drohne. Aber das Positive ist, dass es Gino aus dieser Slide-Eater-Rutsche geschafft hat. Okay, wir wissen, Gino ist am Leben. Gino geht es gut, dank eurer Hilfe, weil ihr fleißig Likes gegeben habt. Jetzt müssen wir aber irgendwie versuchen, diesen Gino von dem Spielplatz zu entfernen. Wir suchen jetzt Gino. Wenn wir Gino gefunden haben, locken wir ihn mit unserer Drohne ganz, ganz weit weg. Vielleicht wird er eingesperrt hier oben in den Turm. Ich sehe nichts. Seht ihr irgendwas? Hier ist ein kleiner Schlitz, aber ich kann nichts erkennen. Ist da vielleicht Gino drin? Da ist kein Gino drin. Da ist überhaupt niemand drin. Wo ist der hin? Wo ist Slide-Eater? Gino kann doch nicht einfach so schnell weggelaufen sein. Doch natürlich, er hat Angst gehabt vor Slide-Eater. Er wurde ausgespuckt und ist weggehauen. Ich glaube, Gino hat gegen Slide-Eater gekämpft. Und hat gewonnen? Und jetzt versteckt er sich hier irgendwo auf dem Spielplatz. Wir müssen weiterfliegen. Das bedeutet, wir fliegen jetzt sofort mit euch zusammen. Das ist Gino, Leute. Ihr seht es, wenn er versteckt sich. Wohin läuft er? Ich habe keine Ahnung. Wir folgen ihm jetzt. Wir haben ihn gefunden. Das Gute ist, er ist immer noch auf diesem Spielplatz. Aber er hat unsere Drohne nicht entdeckt. Deswegen können wir ihn auch nicht weglocken. Wenn er sich versteckt, müssen wir jetzt den ganzen Spielplatz mit unserer Drohne abfliegen. Ihr seid zum Glück noch da und schaut das Video bis zum Schluss. Wir werden zusammen mit euch jetzt Gino retten. Nur mit eurer Hilfe können wir es schaffen. Schaut mal, hier war Gino. Aber wo könnte er jetzt hingelaufen sein? Vielleicht hier bei der kleinen Rutsche. Vielleicht versteckt er sich dort. Ich fliege jetzt mal zur kleinen Rutsche. Das ist eine sehr gute Idee, weil eine kleine Rutsche könnte auch ein Slide-Eater sein. Er geht von der großen Rutsche zur kleinen Rutsche. Das ist doch eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber hier ist niemand. Guckt es an. Vielleicht da drin in dem Haus? Fällt euch was auf? Hier ist auch kein einziger Mensch. Pass auf, was passiert mit unserer Drohne? Ich bin gerade gegen einen Baum geflogen. Die ist abgestürzt. Was ist denn jetzt passiert? Wir sind auf dem Kopf. Gino greift gerade die Slide-Eater-Rutsche an. Dreht das Handy. Die kämpfen gegeneinander. Wir können nicht mehr fliegen. Lass uns zurück zur Karte gehen und eine neue Drohne starten. Hier ist unsere neue Drohne. Damit können wir Gino retten. Auf diesem Spielplatz haben wir Gino gesehen, wie er gegen Slide-Eater kämpft. Wir haben noch 4 weitere Spielplätze, wo sich Slide-Eater befinden könnte. Dann lass uns jetzt mit der Drohne direkt zu diesem Spielplatz im Wald fliegen. Aber schaut euch Gino an. Er ist ganz traurig, weil ihr kein Like gegeben habt und er Rumi vermisst. Dann schnallt euch jetzt gut an, denn wir starten unsere Drohne. Wir sind jetzt hier beim Spielplatz im Wald und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt Gino finden werden. Denkst du wirklich, dass wir bei diesem Spielplatz Gino finden und retten werden? Natürlich, weil wir euch da draußen haben. Ich freue mich schon so, mit euch jetzt den ganzen Spielplatz abzufliegen. Du denkst, wir alle zusammen schaffen es wirklich, diesen Gino vor Slide-Eater zu retten? Natürlich schaffen wir das und jetzt fliegen wir hier den ersten Spielplatz ab und ich sehe hier schon ein Gerüst. Und da ist sogar eine Rutsche dran an dem Gerüst. Aber von Gino war noch keine Spur. Aber was passiert denn mit der Rutsche dort? Da ist Gino! Und er schaukelt. Siehst du das? Er hat ja richtig Spaß bei dem Spielplatz. Aber warte mal, warum hat Gino keine Angst? Auf jedem Spielplatz könnte sich ein Slide-Eater befinden. Und er ist ja gerade bei einem Spielplatz. Das bedeutet, auch dort könnte ein Slide-Eater sein. Aber bei dieser Rutsche ist nichts. Diese Rutsche sieht ganz ungefährlich aus. Das vielleicht für einen kurzen Moment, aber aus dem Nichts könnte ein Slide-Eater kommen. Dann werden wir jetzt zusammen mit euch und unserer Drohne die ganze Rutsche hochfliegen. Das Gute ist aber, dass Gino auf jeden Fall auf diesem Spielplatz ist, wie es die Karte gesagt hat. Da hast du recht und ich habe dir gesagt, hier ist keine Slide-Eater-Rutsche. Wir sind komplett die ganze Rutsche abgeflogen und kein Slide-Eater war dort. Ihr wisst doch, Freunde, ein Slide-Eater kommt nur bei geschlossenen Rutschen. Da hast du recht, aber der Spielplatz ist so groß, da gibt es bestimmt noch mehr wie eine große Rutsche. Hier ist eine große Rutsche, aber ich sehe kein Slide-Eater. Aber du weißt, was eine große Rutsche bedeutet. Es ist ein Slide-Eater. Hier ist ein Slide-Eater und Gino kämpft gegen den Slide-Eater. Ich hatte recht, es ist ein Slide-Eater, der gewinnt den Kampf. Auf geht's, Gino, du schaffst das. Ich hoffe, dass Gino gewinnt. Warum? Es ist doch seine Freundin auch da, Rumi. Wo ist denn Gino jetzt auf einmal hingegangen? Gino ist auf einmal weg. Wer hat den Kampf gewonnen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wer gewonnen hat? Dann schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Gino oder Slide-Eater? Auf jeden Fall ein Like auf dieses Video geben. Das kostet nämlich nichts. Jetzt warte mal. Wir fliegen jetzt mit der Drohne ganz genau diese große Rutsche ab. Vielleicht finden wir dann Gino so. Das ist ein sehr guter Plan. Wir fliegen jetzt die Rutsche runter. Was hältst du davon? Das ist sehr gut. Dann wissen wir ganz genau, ob Gino noch vielleicht in der Rutsche drin ist. Ihr habt es gesehen. Ich habe unsere Drohne gerade in der Rutsche gelandet und jetzt gibt es gleich Vollgas. Aber sei vorsichtig. Du darfst auf keinen Fall unsere zweite Drohne kaputt machen. Es ist nichts passiert. Ihr seht es. Unsere Drohne fliegt noch. Du fliegst aber sehr, sehr nah an die Rutsche dran. Pass auf. Aber ich bin doch ein sehr vorsichtiger Drohnenflieger. Trotzdem dürfen wir nicht den Boden der Rutsche berühren. Okay, Ich hab's dir gerade gesagt. Ich habe gerade die
in der Rutsche versenkt. Können wir sie doch steuern und fliegen? Gott sei Dank, ich habe sie gerade noch mal starten können. Das war echt knapp, Leute. Ihr habt es gesehen. Lasst ein Like da, damit er so gut mit der Drohne umgehen kann. Ich habe wirklich dank eurer Hilfe es geschafft, die Drohne noch einmal starten zu können. Aber wo ist Gino? Vielleicht am anderen Ende wieder beim Spielplatz. Wir haben ganz vergessen, wo Gino hin ist. Leute, ihr habt es doch gesehen, er hat am Anfang von diesem Spielplatz geschaukelt. Stimmt, dann fliegen wir jetzt wieder zurück zu dieser einen Stelle, wo er war. Bei der kleinen Schaukel mit der kleinen Rutsche, wo kein Slide Eater war. Hoffentlich ist er dort. Er hat gerade mit Slide Eater gekämpft und ist wieder zurückgegangen. Und ihr seht es, da hinten fliegen wir jetzt hin. Hinter diesem Fußballtor fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Genau da war Gino und er war glücklich. Und wenn wir Gino finden, dann hoffentlich folgt er unserer Drohne, damit wir ihn retten können. Und dann können wir auch Rumi sagen, hey, wir haben deinen Freund gefunden und ihm geht's gut. Gino ist hier und er rennt weg. Wieso rennt er weg? Und wohin rennt er jetzt? Vielleicht rennt er zu einem anderen Spielplatz. Das bedeutet, wir müssen auf unserer Karte nachschauen, wo wir jetzt als nächstes mit euch zusammen hinfliegen. Gino ist gerade weggelaufen, aber zu welchem Spielplatz rennt er denn jetzt? Ich kann es nicht glauben. Gino ruft an. Was will er von uns? Heb sofort ab. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über Rumi? Ja, haben wir. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die gute Nachricht zuerst, bitte. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir Rumi gefunden haben, aber das war auch schon die gute Nachricht. Ihr habt wirklich Rumi gefunden. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass Rumi mit Slide Eater gekämpft hat und fast von Slide Eater aufgegessen wurde. Ich schwöre, wenn ich diesen Slide Eater in die Finger kriege, rutsche hin oder her, ich brenne das Teil ab. Wir müssen da sofort was machen. Wir können nicht so tun, als wäre das nur ein Zufall. Das Ding ist ein Monster. Versteht ihr? Ein verdammtes Monster, das Kinder frisst. Wir wissen auch nicht, warum Slide Eater auf einmal Rumi essen will. Slide Eater ist ja der Rutschenfresser und der ist sehr böse. Ihr müsst Rumi retten. Ihr habt's doch mit eigenen Augen gesehen. Helft mir, bitte sie zu retten. Lasst sie nicht aus den Augen. Ihr müsst auf mein Baby aufpassen, verstanden? Er hat aufgelegt. Leute, ihr habt gehört, was Gino gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen Rumi retten. Das ist das oberste Ziel, Rumi zu retten vor dem bösen Slide Eater für Gino. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Wir sind jetzt genau bei dem Spielplatz, wo uns Plane Eater, also der Flugzeugfresser, und Slide Eater angegriffen hat. Deswegen sehen wir so aus, wie wir aussehen. Wir wurden richtig doll angegriffen. Ihr lasst jetzt unbedingt ein Like da und abonniert unseren Kanal, damit wir schnell wieder gesund werden. Ich kann mich kaum bewegen, aber das Gute ist, er kann noch die Drohne steuern. Schau dir mal an, wie viele Menschen da auf einmal sind. Als wir angegriffen wurden, war keine einzige Person da. Da waren nur wir beide da und Slide Eater und Plane Eater beide zusammen. Weil ich die Drohne steuern kann, Leute, fliege ich jetzt mal ein bisschen näher, damit ihr da auch was seht. Vielleicht finden wir den Plane Eater oder den Flugzeugfresser. Deshalb lasst ein Like da. Ich habe eh nur eine Hand frei. Deshalb ein Like für mich und ein Like für ihn, weil er die Drohne fliegen kann. Okay, ich sehe da eine Rutsche, ich sehe da Slide Eater, aber ohne Slide Eater, also nur die Rutsche ohne den Eater dazu. Ich habe jetzt echt wirklich große Angst, diesen Spielplatz überhaupt anzuschauen, weil genau da ist es passiert. Aua, der hat mir richtig aua gemacht. Das ist der Plane Eater. Oh mein Gott, der fliegt genau über dem Spielplatz. Wir folgen dem Plane Eater. Ihr habt gesehen, er war immer noch bei dem gleichen Spielplatz. Wohin fliegt er jetzt? Und es war genau der Plane Eater, der uns angegriffen hat, genau bei dem Spielplatz. Du siehst es, er ist zum nächsten Spielplatz geflogen, zu Spielplatz Nummer 2. Vielleicht ist da jetzt auch Slide Eater. Es kann natürlich sein, dass Slide Eater einfach den Spielplatz gewechselt hat. Okay, oh nein. ihr seht hier auf jeden Fall mal eine geschlossene Röhrenrutsche. Da könnte sich Slide Eater befinden. Wir fliegen jetzt mal zusammen mit euch ab. Ich will eigentlich gar nicht Plane Eater und Slide Eater sehen, weil ihr seht ja uns, was passiert ist. Okay, wir schauen jetzt mal ganz gemütlich mit euch zusammen in den Eingang. Aber ich sehe noch nichts. Da ist kein Slide Eater. Oh mein Gott, ja, die Rutsche. Ah, da ist Slide Eater. Und Genau. Warte. Und Plane Eater. Wird er jetzt gefressen? Ich glaube, die reden miteinander. Du hast recht. Leute, seht ihr das? Slide Eater und Plane Eater reden miteinander. Und Plane Eater ist gerade abgehauen. Der ist wieder gegangen. Das war aber ein kurzes Gespräch. Vielleicht haben die sich untereinander abgesprochen, wen sie als nächstes essen möchten. Oder auf welchen Spielplatz sie gehen sollen. Erst zu dem, dann zu dem und danach vielleicht zu einem anderen. Das wäre natürlich viel zu schlimm, deswegen dürft ihr nicht abschalten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wir haben den echten Slide Eater und Plane Eater gesehen. Aber die Frage ist, was haben die jetzt vor? Sind die zusammen jetzt ein Team? Machen die gemeinsame Sache? Leider konnten wir nicht hören, was die zwei miteinander besprochen haben. Es wäre jetzt viel zu interessant zu wissen, was sie geredet haben. Das wäre wirklich die Idee, wenn die jetzt zusammenarbeiten, dann haben die keine Chance mehr.
beide Eater, Slide Eater und Plane Eater als ein Team. Der Flugzeugfresser und der Rutschenfresser, Leute, die haben uns schon auseinandergenommen. Guckt euch an. Das bedeutet 2 Munde mit ganz, ganz vielen Zähnen, nämlich doppelt so viel Zähne wie bei einem Mund. Die können alles aufessen. Der eine greift die Leute an, indem die Leute in ihn reinrutschen und der andere kann laufen und fliegen. Oh mein Gott, beides zusammen und wir werden jetzt den ganzen Spielplatz mit der Drohne absuchen. Ihr seht es, man, hier ist noch eine kleine Babyrutsche. Vielleicht ist da ja das Slide Eater Baby. Das kann natürlich sein, wir fliegen jetzt den ganzen Spielplatz mit der Drohne. Aber ich sehe hier niemand, das war ein Fehlalarm. Hier ist kein Slide Eater Baby, also nicht die kleine Version von Slide Eater, sondern die große. Aber irgendwo müssen sie hin sein. Es waren beide dort, ihr habt es beide live gesehen, deshalb lasst ein Like da. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ihr seht hier ein Spielplatz. Ah, da ist Slide Eater. Nein, da ist Plane Eater. Slide Eater. Oh mein Gott, ihr seht es, das Flugzeug läuft mit seinen Beinen einfach am Spielplatz entlang. Und er hat sich hinter dieser kleinen Rutsche versteckt. Aber wieso denn bei der Rutsche? Slide Eater war doch die große Rutsche da hinten. Ich schaue gerade, Leute, ob sich da jemand noch versteckt hinter der Rutsche, aber ich sehe niemanden. Da war nur dieser eine Plane Eater. Aber Plane Eater ist irgendwo hingelaufen. Wie als hätte er ein Ziel. Er muss doch irgendwo hingelaufen sein. Wir suchen mit der Drohne weiter. Ihr dürft nicht abschalten. Ihr seht hier auf jeden Fall die Rückseite der Rutsche, aber Plane Eater ist weg. Der Flugzeugfresser Esser ist weg. Und weißt du, was mir noch auffällt? Auf dem Spielplatz ist jetzt niemand. Da ist kein Mensch mehr. Und wenn kein Mensch da ist, bedeutet das, Plane Eater, also der Flugzeugfresser oder der Rutschenfresser, Slide Eater sind immer hier. Deshalb sind sie ja da ist nämlich kein Mensch mehr. Und bei dem anderen Spielplatz waren viele Leute, deshalb sind sie jetzt zu diesem Spielplatz gegangen. Du hast recht, wir werden jetzt zusammen mit euch diesen Spielplatz überwachen, weiter absuchen nach Slide Eater oder Plane Eater. Wir müssen schauen, Leute, das ist Slide Eater, ihr seht die Rutsche. Genau das war sie. Unsere Drohne kann 500 Meter hochfliegen, vielleicht finden wir da oben auch den Flugzeugfresser. Ich wollte gerade sagen, wir müssen aber aufpassen, wenn wir jetzt mit der Drohne in die Luft gehen, weil oben kann Slide Eater und Plane Eater sein. Okay, Leute, ihr haltet Ausschau, ich sehe aber noch niemanden. Hier unten seht ihr den Slide Eater, die Rutsche auf dem Spielplatz. Weißt du, wie verrückt das ist? Slide Eater ist am Boden und Plane Eater in der Luft. Damit haben sie das ganze Arenal einfach für sich. Das ist das perfekte Dream. Ah, da ist ein Flugzeug! Und das Flugzeug brennt. Das Flugzeug brennt und fliegt einfach weiter. Das bedeutet, der Flugzeugesser, also Plane Eater, ist gerade in der Luft und greift andere Flugzeuge an. Und unsere Drohne ist auch in der Luft. Wir müssen wirklich aufpassen, dass er unsere Drohne nicht auf ist, dieser Plane Eater. Ich hoffe, das passiert nicht. Nein! Was ist hier los? Er hat uns! Hat er uns? Nein, aber der hat uns mit seinem Triebwerk angegriffen. Der ist so knapp an uns vorbeigeflogen. Ich dachte wirklich, jetzt ist es passiert, unsere Drohne wird aufgegessen. Aber zum Glück nicht. Wir können auch weiterfliegen und werden weiter für euch Ausschau halten. Nein, unsere Drohne, ich kann sie gerade nicht mehr steuern. Ihr seht es, unsere Drohne, sie ist einfach... Wieso fliegst du denn so im Kreis die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, ich muss unsere Drohne abfangen. Ja, dann mach das auch. Okay. Wir brauchen eine normale Drohne. Wir müssen jetzt auch noch Slide Eater jagen. Ich habe unsere Drohne abfangen können. Unsere Drohne ist nicht abgestürzt. Gott sei Dank, Mann. Wo ist denn jetzt der Spielplatz und wo ist Plane Eater hingeflogen? Ihr seht es, unter uns ist der Spielplatz, wo wir den Slide Eater gesehen haben. Plane Eater ist über uns, das wissen wir jetzt. Er hat ein Flugzeug gegessen und unsere Drohne angegriffen. Ja, das ist das Problem. Unsere Drohne ist genau in der Mitte. Ganz oben ist Plane Eater, unten ist Slide Eater und in der Mitte ist unsere Drohne. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt direkt zu dem nächsten Spielplatz. Leute, Mann. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Spielplatz. Ihr seht es, wir fliegen gerade durch die ganze Stadt. Vielleicht sehen wir hier noch auf dem Weg. Ja, ich hoffe es nicht, aber ich sehe schon wieder, da ist wieder kein Mensch unterwegs. Keine Person läuft einfach auf diesem Gehweg oder was das ist. Das ist ein Parkplatz. Ihr seht es, auf einem Parkplatz stehen normalerweise Autos. Hier ist kein einziges Auto. Ich wollte auch gerade sagen, kein Auto auf einem Parkplatz. Sowas gibt es doch gar nicht. Kann das gehen? Das bedeutet, hier muss Plane Eater oder Slide Eater sich irgendwo befinden. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch ein Auto-Eater. Wir schauen weiter. Hier auf diesem Parkplatz muss sich da irgendwo befinden, einer der zwei Bösewichte. Ich bin gespannt und ihr bestimmt auch. Deshalb schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal Cayman und Flexi. Umso mehr Likes ihr jetzt da lässt, umso schneller werden wir wieder gesund. Mein Kopf geht weg und dein Arm, dein gebrochener Arm heilt, wenn ihr jetzt ein Like gebt. Ich brauche meinen Hals und ich brauche natürlich auch meinen zweiten Arm. Wir wollen doch noch mehr Videos drehen. Wir können unseren Kopf gar nicht drehen. Seht ihr das? Mein ganzer Hals tut weh. Okay, Leute, aber ich habe hier niemanden gesehen. Wir fliegen einfach weiter zum nächsten Spielplatz. Der Parkplatz ist echt völlig leer. Also wenn hier keiner ist... Pass auf! Pass auf die Drohne auf! Plane Eater! Der ist einfach von hinten gekommen, von hinten. Warum greift der uns jetzt von hinten an? Ich weiß es nicht, aber hast du es gemerkt?
Er ist einfach über die Drohne gelaufen. Die Drohne war unten und er ist drüber gelaufen. So knapp war das. Ihr habt es gesehen, Leute. Der hätte fast unsere Drohne getroffen. Dann wäre das Video jetzt zu Ende. Krass, aber ich glaube, er hat die Drohne gar nicht gesehen, weil er ist einfach weitergelaufen und hat sich nicht umgedreht. Das kann sein, ne? Plane Eater ist ja 15 Mal so groß wie unsere Drohne. Unsere Drohne ist ja im Verhältnis ganz, ganz klein. Diesmal hatten wir echt Glück, dass die Drohne ganz nah am Boden war und nicht weiter oben, sonst wäre sie jetzt kaputt gewesen. 1 Meter höher und er hätte uns gerammt, die wäre abgestürzt. Oder der wäre einfach aufgegessen worden, die ganze Drohne. Es war so knapp, Leute. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zuschaut. Leute, schaltet nicht ab. Wir haben noch richtig Großes vor mit euch. Da sind wir jetzt aber auf dem richtigen Weg. Warum? Wir haben ja gerade Plane Eater gesehen, der ist irgendwo hingelaufen. Da ist Slide Eater. Oh mein Gott, da ist Slide Eater. Was macht denn das Kunde? Ah! Der hat gerade irgendeine Person gegessen. Ich wollte gerade sagen, endlich ist meine Person auf dem Parkplatz. Zack, Slide Eater hat ihn einfach aufgegessen. Der sah aus wie Vlad von Vlad und Niki. Kennt Meinst ihr du doch? die 2 Brüder? Ja, und das war doch gerade Vlad, oder? Das kann natürlich sein, wegen der T-Shirt-Farbe in Gelb. Wenn das Vlad oder Niki war, lasst es uns gerne wissen. Gebt uns irgendwie ein Zeichen. Und schreibt in die Kommentare, das war auf jeden Fall Vlad oder Niki von den Brüdern. Und der Slide Eater hat ihn gegessen. Ja, der ist jetzt weg. Was bedeutet das? Denkst du, Plane Eater wird jetzt den Niki holen? Ich habe keine Ahnung, aber das Witzige ist, wir müssen unbedingt weiterfliegen. Ich bin jetzt beim nächsten Spielplatz. Wir vermuten, dass sich hier Slide Eater oder Plane Eater oder am besten beide befinden. Leute, das ist jetzt Spielplatz Nummer 3. Leute, der 3. Spielplatz. Und ihr seht es wieder, keine einzige Person. Und ihr wisst ja, alle guten Dinge sind 3. 1, 2, 3. Ja! Das Blippi! Oh nein, Mann! Nicht nur wir wurden angegriffen, sondern auch Blippi wurde angegriffen. Was macht denn jetzt Blippi da? Oh nein, er wurde angegriffen von Plane Eater oder von Slide Eater. Das wissen wir leider nicht, weil wir es nicht gesehen haben. Wir sehen nur, dass Blippi eingesperrt ist im Gefängnis von Slide Eater. Bei dem Turm bei der Rutsche. Und dem gehört einfach nur Slide Eater. Ihr wisst Bescheid, da ist er eingesperrt. Oben in den Turm. Das bedeutet wirklich, dass Plane Eater und Slide Eater ein Team sind und zusammenarbeiten und alles aufessen. Und da ist die Rutsche, Leute. Da muss Blippi leider davor gestanden haben und gefressen wurde. Aber da ist keiner. Da ist echt keiner. Oh, da ist Slide Eater. Doch, da ist Slide Eater und genau da wurde Blippi gefressen. Und habt ihr was gemerkt? Wir wollten gerade mit der Drohne reinfliegen und Slide Eater beschützt sofort das Gefängnis. Natürlich, warum? Weil im Turm ist Blippi drin. Und ich habe langsam das Gefühl, dass Slide Eater Blippi gegessen hat und jetzt auf Plane Eater wartet, dass er Blippi abholen kann. Langsam werde ich sauer. Es kann doch nicht sein, dass sie erst uns angreifen, jetzt noch Vlad holen von Vlad und Niki und danach noch Blippi. Das ist zu viel, oder? Das ist echt zu viel, Leute. Was? Und dass sie überhaupt ein Team bilden. Ich glaube, das gab es doch nie, dass Slide Eater zusammenarbeitet mit Plane Eater. Da sind wir auf jeden Fall die Ersten auf YouTube, die dieses Video gemacht haben. Slide Eater und Plane Eater. Beziehungsweise die wir das erkannt haben und gesehen haben, das erste Mal. Dank eurer Hilfe, weil ihr noch bis jetzt zuschaut, Leute, haben wir das entdeckt. Deshalb, Leute, lasst noch mal ein Like da und lasst auch gerne ein Like für euch selber da, weil das Video wird jetzt noch richtig spannend. Ich fliege ein Stückchen höher, dann haben wir einen besseren Überblick über den Spielplatz. Leute, ihr seht, das ist der ganze Spielplatz. Die Frage ist nur, wir haben bis jetzt auf diesem Spielplatz Plane Eater noch nicht gesehen. Das stimmt, wir haben Nur Slide Eater gesehen. und Blippi. Und das ist kein Zufall, oder? Wo ist Plane Eater? Ihr habt es ja gesehen, auf dem Parkplatz hat er uns Plane Eater angegriffen. Fast hätte er es geschafft, uns mitzunehmen. Aber ihr seht, Slide Eater besitzt nur Blippi. Ja, aber wo ist denn Plane Eater? Das heißt, Sind die jetzt doch kein Team mehr? Normal müsste ja auf dem Spielplatz jetzt auch gleich Plane Eater auftauchen. Eigentlich. vielleicht kämpft ja jeder für sich. Denkst du? Beide Slide Eater, Plane Eater. Ich weiß es nicht, ihr seht es ja, kein Plane Eater hier. Ja, aber das frage ich mich, wo der ist. Leute, wir gucken mal hier diese kleine Rutsche. Ihr seht hier so eine ganz kleine Rutsche, eine Babyrutsche mit einer offenen Slide. Ja, das heißt aber, da könnte eigentlich kein Slide Eater sein. Ihr Wir seht gucken es doch. durch. Nee, da ist auch keiner. Nee, da ist wirklich keiner. Ihr wisst, der Slide Eater kommt nur, wenn der Spielplatz leer ist, also kein Mensch da ist und geschlossene Rutsche hat. Dann kommt Slide Eater und dann wirst du vielleicht aufgegessen, wenn du in dem Moment davor bist wie Blippi. Ihr seht es ja an uns zwei Leute, wir waren zu nah am Spielplatz. Und Wir deswegen wollten rutschen. Das ist verrückt, Mann, das ist verrückt und wir wurden angegriffen. Eigentlich sind wir selber schuld. Warum? Wir waren auf dem Spielplatz und wollten rutschen und was ist passiert? Slide Eater kommt. Aber wir sind nochmal mit einem Schrecken davongekommen. Er hat einen gebrochenen Arm, ich habe eine Beule am Kopf, aber wir beide haben irgendwas am Nacken. Unser Nacken tut weh und das Gute ist wirklich, dass wir dann ganz schnell nach Hause sind, unsere Drohne ausgepackt haben und direkt rüber geflogen sind. So haben wir jetzt gemerkt, dass die ein Team sind. Wir haben ein bisschen mehr Glück als Blippi. Ihr seht ja, Blippi war gerade noch eingesperrt. Wir sind zum Glück frei. Der wurde gefangen genommen. Wir sind zum Glück zu Hause und steuern nur die Drohne. Lasst uns doch mal gucken, ob sich Slide Eater hier befindet. Ihr seht den Eingang jetzt gerade und dann fliege ich jetzt mal ein bisschen näher. Ich glaube, der scheint weg, oder? Der ist weg. Weg. Pass auf! Oh.
Du bist fast gegen den Baum geflogen. Und ich sag dir gleich, ich werde die Drohne nicht holen auf diesem Spielplatz. Jawohl! Da! Beide! Leute, ihr seht es, Blade Eater und Slide Eater. Die reden wieder miteinander. Leider können wir nicht hören, was sie reden. Ich glaube, es geht ganz klar um Blippi, weil der da oben eingesperrt ist. Plane Eater will Blippi haben. Das bedeutet, die sind doch keine Freunde, das sind Feinde. Nein, die holen sich gegenseitig immer die Leute und dann schauen sie immer, wer für wen passt. Ihr seht hier den Blippi. Der arme Blippi versucht sich zu befreien, aber kommt einfach nicht raus. Und wir können, so wie wir sind, ihm leider auch nicht helfen heute. Deswegen brauchen wir deine Hilfe. Du musst uns jetzt abonnieren, damit wir Blippi befreien können. Und lass doch einen dicken Like da, also einen Daumen nach oben drücken. Frühestens können wir morgen dahin gehen, um Blippi zu befreien, aber da kann es schon wieder zu spät sein. Weißt du was, wir fliegen jetzt mal direkt zum Plane Eater nach Hause, in sein Hauptquartier vom Plane Eater, dem Flugzeugesser. Denkst du, der ist zu Hause vielleicht? Ich weiß es nicht, ich sehe nur auf jeden Fall, dass der Plane Eater irgendwelche Vögel eingesperrt hat. Das kann natürlich sein, dass sich gerade Plane Eater von Slide Eater verabschiedet hat und hat gesagt, du, ich gehe jetzt nach Hause. Und überlegt euch mal, Vögel fliegen auch und der Plane Eater will den Himmel nicht teilen mit anderen Leuten. Ja, natürlich nicht. Plane Eater will natürlich im Himmel ganz alleine fliegen, weil er ist der Boss. Und deswegen hat er alle Vögel in den Käfig eingesperrt? Du musst jetzt aber aufpassen mit der Drohne, weil wir sind gerade bei Plane Eater zu Hause und ihr seht es, das ist kein normales Zuhause. Das sieht irgendwie richtig verlassen aus. Und du siehst ja, alle Möbel sind draußen. Warum? Weil ein Plane Eater zu Hause Platz braucht. Wegen den, Guck mal. wegen den Flügeln. Der hat einen Hase eingesperrt. Ja, natürlich. Das ist sein Mitternachtssnack. Warum sperrt denn der Plane Eater jetzt noch Hasen Sein ein? Mittagessen, wie zu Ostern. Leute, welcher Plane, welches Flugzeug lebt so? Natürlich ein Plane Eater. Ihr seht es, keine Möbel, keine Sachen, dass er Platz für die Flügel hat. Weil er so riesen breite Spannweite Und dann hat. läuft er einfach die Treppen hoch und Da, geht da ist Plane Eater. Guck, da ist er, Leute. Er ist zu Hause, man sieht ihn, pass auf. Und er klettert über den Müllhaufen. Oh mein Gott, seht ihr das mit seinen Beinen? Läuft er einfach zu Hause rum. Gott sei Dank hat er unsere Drohne nicht Schau dir erkannt. das mal an, das ist eine riesengroße Halle. Da schläft er vielleicht. Leute, das ist nicht ein Zimmer. Er braucht alleine für seine Flügel 2 oder 3 Zimmer nebeneinander. Und guck mal, hier ist direkt der Ausgang. Da kann er direkt rausfliegen und loslegen. Natürlich, ohne Türe, ist ja logisch. So kann er direkt in die Luft. Wie krass ist das? Wir haben jetzt wirklich das Hauptquartier, das Zuhause vom Plane Eater gefunden. Aber schade ist, dass dort nicht Blippi ist. Weil ich dachte, Blippi steigt jetzt bei Plane Eater ein und die fliegen nach Hause. Wir wissen auf jeden Fall, dass Blippi und Vlad und Niki bei Slide Eater gefangen sind, aber Plane Eater hat vielleicht noch mehr eingesperrt. Die haben sich jetzt auf jeden Fall getrennt. Slide Eater ist immer noch beim Spielplatz. Plane Eater ist bei sich zu Hause. Die Frage ist, was machen wir? Bleiben wir bei Plane Eater dran oder fliegen wir zurück zum Spielplatz? Natürlich bleiben wir jetzt für euch bei Plane Eater dran. Das heißt, Oh, pass auf! wir wurden angegriffen schon wieder. Von hinten! Was war's? Ich kann mich nicht umdrehen. Ja, aber hier können wir uns doch drehen! Ja, ich dreh mich Einfach um. die... Ja, genau, von wem? Ich weiß es nicht. Hä? Von wie? Hast du eine Wand? Und den Stock? Ja, wer hat uns da angegriffen? Vielleicht macht er Spielchen, vielleicht macht er so hihihi. Mit seinen langen Beinen, meinst du? Mit seinen Flügeln. Weil die Beine sehen ja aus wie Spinnenbeine. Das kann auch sein, dass er von der Decke krabbelt und uns angegriffen Ja, hat. ganz genau. Wer so laufen kann, der kann auch an der Decke... Wow! Pass auf! Unsere Klone ist abgestürzt. Wir wurden runtergeworfen. Was ist passiert? Wir wurden angegriffen. Von wem? Vom Plane Eater. Was machen wir denn jetzt? Der hat uns das zweite Mal angegriffen. Vorhin am Oh, die Spielplatz. Drohne startet. Geh hoch in die Luft. Komm, ich flieg ganz schnell raus, oder? Ah! Was? Wer ist das denn? Das ist bestimmt der... Was? Der wurde auch aufgegessen, dieser Grimace Shake. War das Grimace Shake? Ich glaube, ja, den gab's früher mal. Warte, was macht Grimace Shake bei Plane Eater? Ich habe keine Ahnung. Warte. Vielleicht wurde Grimace Shake auch vom Plane Eater aufgegessen, konnte sich aber befreien und will jetzt fliehen, weil er ist schnell gerannt. Du, der ist auch so aus Wackelpudding, oder? Ja eben, den kann man gar nicht einsperren. Wow. Pass auf. Leute, ich will hier rausfahren, das ist mir viel zu gefährlich. Wir müssen schauen, was noch alles bei Plane Eater zu Hause ist. Wenn der Grimace ist, wer ist da noch alles? Da könnte vielleicht noch Diana und Roma sein. Wednesday Addams. Paw Patrol, Dogman. Vielleicht sind da alle da und wir können alle auf einmal befreien. Dank eurer Hilfe, Leute, ihr müsst noch weitere Daumen, also Likes nach oben geben. Leute, wir haben vielleicht das Plane Eater Gefängnis gefunden mit allen Leuten drin. Und zum Glück sind wir da nicht drin. Ich kann es dir nur sagen, ich bin richtig froh, dass wir da nicht drin sind. Erstmal testen wir alles mit der Drohne ab. Sollten wir aber noch mehr Leute sehen, werden wir da hinfahren und jeden einzelnen befreien von Plane Eater. Wir haben gerade mit euch zusammen das Erdgeschoss abgesucht. Wir haben Grimace Shake gefunden. Wir fliegen jetzt in den ersten Stock und gucken, was oben ist. Wer weiß, wer da noch alles ist, Mann. Vielleicht ist da noch jemand, ein Paw Patrol, irgendjemand. Ganz viele Kabel, ganz viele Fesseln, ihr seht es. Ja, aber die sind alle auf dem Boden. Das heißt, da haben sich vielleicht noch mehr Leute befreit. Oh
Oh mein Gott, Leute, guckt euch das an. Und da haben die geschlafen auf der Liege. Einfach auf dem Boden, ist doch logisch. Auf einer Plastikliege. Wir gehen jetzt noch weiter hoch. Irgendwo muss da noch jemand Sollen sein. wir wirklich in den zweiten Stock gehen? Oder nicht? Das sah so dunkel aus. Ich suche jetzt erstmal den ersten Stock weiter zu Ende. Okay, Leute, weil ihr seht, da ist es richtig dunkel. Da kann es sein, dass unsere Drohne einfach gegen die Wand fliegt und dann ist sie kaputt. Ich sehe gar nichts in dem Raum. Habt ihr da gerade was gesehen? Wir müssen irgendwo hinfliegen, wo es hell ist. Okay, hier geht's links oder rechts. Sollen wir links oder rechts fliegen? Oh, wir gehen einfach rechts. Wir fliegen nach rechts rein. Seht ihr was? Und da ist es auch hell, da können wir alles mit der Drohne überwachen. Aber guckt euch das an. Hä? Keine Leer. Möbel, keine Gefangene, niemand ist hier. Nur ein Fenster. Was ist, wenn Grimace Shake alle befreit hat? Das kann natürlich sein, aber dann, die Frage ist, wir haben doch Plane Eater vorhin gesehen. Wo ist Plane Eater hin? Vielleicht ist er gerade wieder in der Luft und holt sich die nächsten Leute. Oder er ist denen hinterher geflogen. Weil die sind alle weg. Der Grimace Shake hat uns angegriffen. Nein, natürlich nicht. Der Grimace Shake ist weggerannt und deshalb ist Plane Eater hinterher geflogen. Du hast recht. Wo ist er denn? Plane Eater hat uns gesehen, dann ist Grimace Shake abgehauen und dann... Pass auf, da ist die Türe. Ja, wir gehen noch ein Stockwerk höher, oder? Wir sind jetzt erstmal draußen, Leute. Vielleicht ist er wirklich weggeflogen. Ich sehe niemanden. Leute, du hast gesagt, da war noch ein zweites Stockwerk. Wir gehen jetzt eine Stufe höher. Bist du dir sicher? Natürlich, wir gehen jetzt zurück in den Flur und da geht die Treppe hoch und da gehen wir jetzt hin mit Aber euch. es kann sein, umso höher wir gehen, umso gefährlicher wird's. Deshalb, Leute, lasst alle nochmal ein Like da für uns. Bitte, 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 bitte. Ich kann nicht oft genug bitte sagen. Abonniert unseren Kanal und schickt es wieder an eure Freunde. Wir müssen jetzt unbedingt aufpassen, weil wir können uns nicht bewegen. Die Drohne darf nicht abstürzen, weil wir können sie nicht mehr holen. Wir sind im zweiten Stock, Freunde. Im zweiten Stock und guckt euch an, die Zimmer werden immer verwüsteter. Sieht aber auch sehr, sehr verlassen aus. Da ist wieder überhaupt keine Person. Weder Paw Patrol, noch Flat, noch Niki, noch Blippi, niemand. Da ist ein Schwimmbad. Sollen wir zu dem Schwimmbad fliegen? Ja, natürlich, aber der ist ja leer. Ist ja nicht mal Wasser drin. Schaut es euch an, Leute, Mann. Das ist die Sieht aus- perfekte Halle. Sieht aber aus wie eine Garage, wenn kein Wasser drin ist, Ich oder? wollte es gerade sagen, die Garage vom Plane Eater. Echt? Glaube ich nicht. Er kann doch nicht einfach in den Pool gehen. Natürlich kann er in den Pool gehen, wenn da kein Wasser drin ist. Ja, aber ist es groß genug? Obwohl der Pool... Ah, da ist er! Was macht der? Schläft der da in dem Pool oder was? Ich habe Angst, ich will das Video beenden. Fliegen Raus wir da, raus, Alter! Tschüss!